Möchtest du Rosen so haltbar machen, dass sie auch nach Monaten noch schön aussehen, etwas flexibel sind und nicht bei der kleinsten Berührung zerbröseln? Ich verrate dir in diesem Video meine absolute Lieblingsmethode mit einem einfachen Alleskleber, der dies möglich macht. Außerdem schauen wir uns die klassischen Methoden wie das Trocknen an Luft oder in Salz an. Und ich verrate dir tolle Ideen, wie du daraus Deko oder Geschenke für Hochzeiten, Geburtstage oder den anstehenden Muttertag zaubern kannst. Los geht's! Wir schauen uns heute 3 Methoden an. Den Klassiker an der Luft, die Profi-Variante mit Salz und mein persönliches Highlight für Flexibilität mit Kleber. Wir haben hier schöne weiße und rote Rosen, mit denen ich dir jetzt alle 3 Methoden Schritt für Schritt zeige. Zum Trocknen allfällig verwelkte Blütenblätter oder Blätter, die zu viel sind, entfernen. Anschließend etwas Schnur um den Stiel binden und die Rose so kopfüber mit einer Wäscheklammer aufhängen. Einzeln oder mehrere zusammen zu einem lockeren Strauß gebunden. Für ein möglichst schönes Ergebnis solltest du die Rosen an einem dunklen, trockenen Ort zum Trocknen aufhängen. Das kann zum Beispiel der Dachboden sein oder auch der Keller, wenn der nicht feucht ist, oder auch ein Raum in der Wohnung, den du für die nächste Zeit eher dunkel halten kannst. Und dann kommt natürlich noch die große Frage, wo genau hänge ich es auf? Denn sie sollen frei hängend in der Luft sein. Du kannst es wie wir hier an einer Schnur machen oder wir nutzen auch oft die Aufhängung einer Deckenlampe oder ganz einfach den Wäscheständer. Sind die Rosen getrocknet, können wir sie abhängen und von der Schnur befreien. Die Trocknungszeit variiert enorm, je nach Temperatur und Größe der Blume. Also eine Woche braucht es ganz sicher, eher so 2 bis 4 Wochen. Dann sind die Rosen trocken, die Feuchtigkeit wurde komplett entzogen und das macht sie dann aber auch anfällig, dass sie zerbrechen oder zerbröseln, wenn man sie anfasst. Deshalb eignet sich diese Methode der Konservierung vor allem dafür, wenn du die Blumen danach fix an einem Ort hast und sie da keinem großen Luftzug ausgesetzt sind. Wenn du willst, dass die Rosen stabiler bleiben und nicht so schnell zerbröseln, dann musst du unbedingt meine 3. Variante anschauen. Nun kommt aber zuerst die Salzmethode, die ist auch ganz spannend. Dazu schneide ich die Stiele etwas unterhalb der Blüte ab. In ein Gefäß, das ich später luftdicht verschließen kann, gebe ich etwas normales Speisesalz. Dann kommt die Rosenblüte hinein. Nun gebe ich vorsichtig weiteres Salz dazu, außenrum und auch in die Blüte, sodass alles schön mit Salz umschlossen und bedeckt ist. Das Gefäß nun gut verschließen und ebenfalls an einen eher dunklen Ort stellen für etwa eine Woche. Du kannst mehrere Blüten in ein Gefäß geben oder bei kleinen Gefäßen eine Blüte pro Glas. Diese hier habe ich vor einer Woche in Salz eingelegt und die Rosen können wir nun herausholen. Dazu das Salz vorsichtig ausschütten. Allenfalls mit dem Finger nachhelfen, denn das Salz hat der Rose die Feuchtigkeit entzogen und ist nun logischerweise selber feucht. Die Blüte vorsichtig rausnehmen und mit einem Pinsel vom restlichen Salz befreien. Das Salz kannst du danach übrigens sehr gut noch als Badesalz oder Peeling benutzen. Dieses hat jetzt sogar noch etwas Rosenduft. Am besten du verwendest dafür unbehandelte Bio-Rosen. Da die Blüte allenfalls noch nicht komplett trocken ist, hänge ich sie ebenfalls noch für 1 bis 2 Tage kopfüber auf. So fallen auch allfällige Salzreste noch aus dem Blütenkopf. Die beiden Rosen waren nun eine Woche in Salz eingelegt und dann nochmals 2 Tage an der Luft aufgehängt, um fertig zu trocknen. Und die sehen nun so aus und ich mag's, wie da die einzelnen Blätter noch so beweglich sind. Auch hier bei dieser, das ist richtig
schön geworden und diese Rosen eignen sich zum Beispiel so als Köpfe einzeln oder mehrere zusammen in einer Schale als Dekoration, dazu später noch mehr, nun aber endlich zu meiner Lieblingsmethode mit dem Kleber. Wir brauchen dazu einen handelsüblichen Alleskleber. Meiner ist von Kraft, unserem heutigen Kooperationspartner, den ich dir anschließend gerne vorstellen werde. Du kannst aber auch einen anderen Alleskleber verwenden. Wichtig ist einfach, dass er auf Wasserbasis ist, denn wir mischen diesen nun mit Wasser. Mische Kleber und Wasser im Verhältnis 70:30. Ich nehme dazu die Waage, du kannst aber auch auf das Volumen schauen. Also 70 Gramm Kleber und 30 Gramm Wasser oder 70 Milliliter Kleber, 30 Milliliter Wasser. Das Ganze gut vermischen. Wir breiten eine Unterlage aus, da es gleich tropfen wird. Nun die Rose in den Kleber tauchen und schauen, dass die ganze Blüte mit dem Gemisch bedeckt ist. Wieder hochziehen, das Gröbste abtropfen lassen und im Behälter auffangen. Nun können wir auch die Blätter noch bestreichen. Dazu einen Pinsel zur Hilfe nehmen und beidseitig Kleber auftragen. Für mich geht das am besten so in der Luft bzw. auf der Hand. Du kannst es aber auch auf der Unterlage bepinseln. Einfach gleich wieder wegziehen, damit es nicht kleben bleibt. Auch den Stiel mit Kleber überziehen, sodass die ganze Rose oder zumindest den Teil, den du am Schluss behalten willst, mit Kleber bestrichen ist. Und nun können wir die Rose sogar noch etwas formen. Mit einem Pinsel können wir die einzelnen Blütenblätter vorsichtig auseinanderschieben und so die Blüte drapieren und gestalten. Am besten geht es, wenn du von außen nach innen arbeitest und einfach die äußeren paar Schichten stückweise nach außen schiebst. Wenn dir die Blüte gefällt, umdrehen, Schnur befestigen und wie bei der ersten Variante zum Trocknen im Dunkeln aufhängen. Für die ersten paar Stunden aber unbedingt eine alte Zeitung oder Ähnliches drunter legen, denn der Kleber wird noch eine Weile tropfen. Der weiße Kleber trocknet und wird durchsichtig. Das braucht aber schon auch ein paar Tage, bis es trocken ist. Diese Rosen hier habe ich bereits vor einer Woche mit dem Kleberwasser im Verhältnis 70:30 behandelt. Und du siehst, der Kleber ist durchsichtig geworden, die Rosen sind flexibel und nicht so brüchig wie die trockenen. Definitiv meine neue Lieblingsmethode, um Blumen zu konservieren. Und die Idee, die stammt nicht von mir, die hat mir Ranko Kraft verraten, der Geschäftsführer von unserem heutigen Kooperationspartner Kraft. Der Alleskleber von Kraft ist einfach, aber einfach gut. Er klebt Papier, Holz, Leder und mehr, trocknet transparent und ist frei von Lösungsmitteln und Weichmachern. Ich könnte ihn sogar essen. Das heißt, er ist super geeignet für Kinder, völlig unbedenklich. Du musst keine Angst haben, wenn die Kleinen beim Basteln aus Versehen mal die Finger in den Mund nehmen. Außerdem lässt er sich von den Händen super einfach wegrubbeln oder abwaschen. Und was auch schön ist, er wird in Deutschland hergestellt. Die Firma Kraft ist ein Familienunternehmen aus Hohenlohe. Und falls du dich jetzt fragst, wo das ist, ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Hohenlohe liegt in Baden-Württemberg, nämlich nördlich von Stuttgart. Und die Firma Kraft steht da seit über 30 Jahren für Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Qualität. Und das merkt man ihren Produkten an und spürt man auch im Austausch mit ihnen. Und Kraftprodukte halten, was sie versprechen. Seit einigen Wochen nutze ich nun auch diese Titaniumschere, mit der kann ich von Papier, Pappe, Vlies bis Stoff alles schneiden. Und dank der Titanbeschichtung bleibt sie langfristig scharf. Und sie ist beidhändig einsetzbar, das heißt auch für mich als Linkshänderin geeignet. Besonders praktisch ist sie auch beim Schneiden von doppelseitigem Klebeband, denn dank der Titanbeschichtung klebt das Klebeband nicht an der Schere fest, wie das bei herkömmlichen Scheren oft der Fall ist. Und sollte doch mal etwas Klebstoff an die Schere gelangen, lässt er sich ganz einfach wegrubbeln. Ein echter Vorteil im Alltag. Kraft bietet pädagogisch wertvolle Produkte zum Lernen, Basteln und Spielen. Deshalb werden sie besonders von Kindergärten und Schulen geschätzt. Aber was für Kinder gut ist, ist manchmal auch für uns Erwachsene gut. Und ich schätze gerade gutes, qualitatives Basismaterial wie ein Alleskleber oder eine Schere enorm.
Und das Tolle ist, Kraft hat einen Online-Shop, bei dem man auch als Privatperson bestellen kann. Ich verlinke dir unten den Alleskleber und die Schere. Und als kleinen Bonus gibt's für die Lifehackerin-Community bis zum 15. Mai 2026 15% Rabatt. Einfach über die unten stehenden Links bestellen und du zahlst 15% weniger. Alle Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Statt ganze Rosen oder ganze Blütenköpfe kannst du auch die einzelnen Blütenblätter konservieren. Dazu den Blütenkopf direkt vom Stiel abknicken oder abschneiden. Und dann die Blütenblätter auseinandernehmen und zum Trocknen ausbreiten. Ebenfalls an einem dunklen und trockenen Ort trocknen lassen. Das dauert ein paar Tage und dann sehen sie so aus. Sie haben sich zusammengezogen, die Feuchtigkeit verloren und sind nun aber relativ brüchig. Um das zu verhindern, können wir die Blütenblätter vor dem Trocknen wiederum mit unserem Kleber-Wassergemisch auf beiden Seiten bestreichen. Und dann zum Trocknen zum Beispiel auf ein Backpapier legen. Da kleben sie dann nur leicht fest und wir können sie trocken gut abziehen. Die Reste von unserem Kleber-Wassergemisch können wir übrigens ebenfalls aufbewahren. Einfach luftdicht verschließen und zur Seite stellen. Die mit Kleber haltbar gemachten Blütenblätter bleiben nach dem Trocknen flexibler als ohne Kleber, also das heißt, sie brechen dann nicht auseinander, wenn du da so ein bisschen dran rumdrückst. Nun weißt du also, wie du Rosen oder Rosenblütenblätter haltbar machen kannst oder konservieren. Und nun zeige ich dir noch ein paar Ideen, wie du daraus ganz einfach Deko oder Geschenke zaubern kannst. Die einzelnen Blütenblätter kannst du zum Beispiel ganz einfach in eine Schale oder auf eine Platte geben. In die Mitte ein LED-Licht und du hast eine ganz einfache Tischdeko gezaubert. Du kannst daraus auch eine wundervolle Karte mit Herz zaubern, indem du auf eine Blankokarte ein Herz aufmalst, dieses mit den roten Rosenblättern ausfüllst und diese anklebst. Hierzu würde ich unbedingt die mit Kleber behandelten Blütenblätter verwenden. Die trockenen würden dir schon beim Kleben teilweise zerbröseln. Mit den flexibleren Rosenblättern erhältst du eine schöne Karte, die doch eigentlich passend für Muttertag ist. Innen noch ein paar schöne persönliche Zeilen und das Muttertagsgeschenk ist fertig. Und Mama kann die Karte anschließend aufstellen und sich lange am Rosenherz erfreuen. Auch mit den ganzen Rosen kannst du tolle Deko zaubern. Das Einfachste ist natürlich, du stellst sie in eine Vase, so wie diese. Aber Achtung, bei den an der Luft getrockneten, die werden dir auch bei größter Vorsicht irgendwann brechen. Deshalb besser die geklebten in die Vase stellen und die getrockneten in einen Bilderrahmen. Ich habe hier einen tiefen Bilderrahmen, also mit Abstand zwischen Rückwand und Scheibe. Die Rückwand beklebe ich mit alten Buchseiten und kreiere mir damit einen Hintergrund. Du könntest diesen auch bemalen oder zum Beispiel wiederum handschriftlich etwas Passendes notieren. Nun lege ich die Rosen zurecht, so wie ich sie haben möchte, und klebe diese einfach auf den Hintergrund. Trocknen lassen und in den Bilderrahmen geben. Fertig. Ich mag es schlicht, da reicht manchmal ein Blütenkopf völlig aus. Gib in eine Schale oder ein Glas etwas Sand oder Steine und schaffe damit einen schönen Boden für den Rosenkopf, den du in die Mitte legst. Hier passen die Rosen, die wir in Salz getrocknet haben, gut oder wiederum die Rosen, die wir mit Kleber haltbar gemacht haben. Dies ein paar einfache Ideen, wie du die konservierten Rosen weiterverarbeiten kannst. Mit der Klebermethode und den klassischen Varianten schaffst du Erinnerungen, Geschenke und Deko, die bleiben. Wenn du Lust auf noch mehr Blumen haltbar machen hast, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, wie du Pusteblumen haltbar machen kannst. Das ist faszinierend. Versprochen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.